Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten deutschsprachigen Episode des Kickstart Motorcycle Squad. Unser heutiges Video ist über einen Besuch im Odenwald, bei dem wir mit Dirk und Froschi gefilmt haben und ein bisschen gefahren sind. Ich habe Dirk quasi hier auf YouTube kennengelernt. Er hat einen Kommentar zu unserem Schwarzwald-Video geschrieben und wollte wissen, warum wir unsere Videos nicht in unserer Muttersprache, also auf Deutsch, sondern auf Englisch machen. Durch Zufall habe ich Dirk nur kurze Zeit später auf dem Treffen des Z-Club Deutschland in Sternenfels persönlich kennengelernt, das er als Mitglied des Clubs selbstverständlich besucht hat. Dass Dirk sich damals als Autor des Kommentars geoutet hat, fand ich echt cool. Sein Motorrad aber zugegebenermaßen noch mehr. Weil wir uns gut verstanden haben und Dirk nur rund 100 Kilometer entfernt von uns wohnt, haben wir beschlossen, ihn und Froschi einmal im Odenwald zu besuchen. Am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, war es dann soweit. Wir sind über die Burgenstraße am Neckar entlang angereist und dann in den Odenwald abgebogen. Dirk, jetzt hi, grüß dich. Aber das hat gerade alles so gepasst. Als wir angekommen waren, hatte Dirk noch eine Überraschung für uns parat. Eine schicke kleine Kreidler, die er noch nicht sehr lange sein eigen nennt.
Obwohl die Kreidler ein wirklich schönes Spielzeug ist, waren wir natürlich nicht wegen ihr gekommen, sondern wegen einem anderen Motorrad, das ebenfalls in Dirks Garage steht. Froschi, eine komplett neu aufgebaute Kawasaki Z1000 A2. Froschi trägt eine 4x4 Anlage der Z1 und ein rundes Rücklicht, die zwar nicht original sind, aber trotzdem extrem gut passen. Ich habe Dirk gefragt, wie er zu diesem außergewöhnlichen Motorrad gekommen ist, und er hat mir Folgendes erzählt. Also mein Name ist Dirk, ich bin Jahrgang 70 und in den Foren bin ich somit bekannt unter dem Namen Zetosaurus. Ich bin eigentlich schon mit 15 bin ich Mofa gefahren, mit 16 dann auf 80er umgeschwenkt und seit ich 18 bin dann halt Motorrad. Angefangen mit einer RD 250, also gute alte Zweitakter, und dann eine FZR 600 Yamaha. Und als dann meine Kumpels alle angefangen haben, auf größere Renneisen zu fahren, habe ich mir meine erste Z gekauft, schon mit 28, sage ich mal. Naja, es war auch so zusammengestückeltes Ding, hatte nur Probleme mit und habe sie dann irgendwann verkauft, weil ich dann halt auch enttäuscht war. Ich hatte auch nicht das Geld, sie ständig zu reparieren. Und dann habe ich mir eine alte 1000er Goldwing zugelegt, die ist aber auch mir recht, war eigentlich immer gestanden bei schönem Wetter. Und bei schlechtem Wetter war sie dann repariert. Und irgendwann habe ich mir dann doch wieder die Z gekauft, die blaue, die ihr bestimmt auch aus dem Forum schon kennt, die ZRX-Technik. Aber auch die war zusammengestückelt, gepfuscht, ständig war was anderes kaputt. Und dann habe ich irgendwann doch wieder den Zorn gekriegt und habe sie verkauft. Wollte eigentlich nie wieder was von Z hören. Habe ich mir eine GPZ 900 gekauft, aber es war irgendwie nicht so mein Ding. Also habe ich geguckt, was mache ich. Habe ich mehrere Probefahrten gemacht, oder Z900, Z900RS oder auch die Versys, die 1000er. Und dann habe ich gedacht, hey, die kostet so viel Geld, da kaufe ich mir auch gleich wieder eine Z. Und dann begann die Suche. Und dann kam ich wieder zu den Jungs von Kurtis Z-Lädchen in Schafheim und die hatten tatsächlich eine stehen, bekannt als Froschi. Und die habe ich mir dann dieses Jahr gegönnt und seitdem bin ich eigentlich zufrieden. Also wie geht's weiter? Wie viel bist du gefahren dieses Jahr mit Froschi? Also ich habe die bekommen, der hatte die erst 1500 Kilometer nach der Revision. Also wir haben sie ja total erneuert, alles wurde frisch gemacht, der Motor, alles, Lackierung, neue Schrauben, also es wurde alles gemacht. Inzwischen habe ich sie im Mai bekommen und bin jetzt 3.500 Kilometer gefahren, zur vollsten Zufriedenheit. Keine Pannen, kein Ölverlust, wie der ganze Scheiß halt bei der vorigen Motorräder war. Sie läuft einfach das zuverlässig. Ich bin zufrieden. Und man muss halt wirklich sagen, Froschi steht da wie eine Eins. Also wenn man die stehen sieht, da gibt es echt nichts dran auszusetzen. Da stimmt eigentlich alles. Also eine schönere 1000 habe ich jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich keine gesehen. Von daher, also ist echt eins von den schönsten Motorrädern, was mir in den letzten Jahren untergekommen ist. Steht super da, der Lack ist perfekt, die Chromteile sind perfekt. Wunderbar. Also hast du dir echt was Schönes gegönnt, Dirk. Wünsche dir viel Spaß mit dem Motorrad, pfleg sie gut und schmeiß sie nicht in die Ecke bitte. Ich versuch's. Ihr könnt euch die Geschichte von Dirk und Froschi auch im Forum des Z-Club durchlesen, wo auch ein paar Fotos zu finden sind. Ich packe euch einen Link unten in die Beschreibung des Videos.
wenn euch das Video gefallen hat oder auch ihr ein Z-Bike habt, abonniert unseren Kanal, klickt den Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zusehen, fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Mal.